Okay. Könnt ihr das sehen? Is that on full screen for you, Jana? Ja. Okay, so I need to do one more thing. No, I guess I'm not doing one more thing. No, we'll do it the way it is. Okay, also gut. So zuerst, ich habe diese folgende Präsentation aus einem wichtigen Grund erstellt. In der, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, aber in der Remote-Viewing Community, Gesellschaft, wie das genannt werden soll, gab es in letzter Zeit Versuche, CRV zu untergraben. Ich werde dies im Laufe meines Vortrages erläutern. Und ich probiere so viel wie möglich auf Deutsch zu reden, aber es gibt Konzepte und Erklärungen, die ich vielleicht nicht auf Deutsch so gut übertragen kann, und dann werde ich einfach Englisch benutzen müssen und dann kann vielleicht Jana übersetzen, wenn nötig. Ja. Okay? Aber das können wir kurz noch abfragen. Ist es nötig bei euch, das zu übersetzen oder nicht? Klaus, I so think hin und her, ja? you can also speak in English. Mhm. Ja, für einige von euch, aber ich weiß nicht, ob Ja, die alle. Idee ist ja, dass wir das aufzeichnen, auch für eine breitere deutsche Audience und Ja, dann, ja, ja, stimmt. Ja. toll. Ja. Also gut, fangen wir an. Eigentlich muss ich etwas hier drücken. Es gibt immer etwas zum Drücken, oder? Okay, gut. Controlled remote viewing is not the devil. Jana glaubt, dass es lässt sich nicht gut auf Deutsch übertragen. So, sie hat es auf Englisch immer noch da behalten. So, was meine ich damit? Mythen und Missverständnisse über CRV. So, sagen wir CRV oder CRV, Jana? Ich sage CRV, aber CRV ist auch okay. Okay, wahrscheinlich werde ich beides sagen. Also, es gibt, ja, so einige dieser Irrtümer sind zum Beispiel, CRV ist das einzige wahre RV, okay, RV. I'm going to just use CRV here. CRV ist viel zu strikt und kompliziert. CRV wurde nie wissenschaftlich validiert. IRVA, das heißt, der International Remote Viewing Association, erlaubt nur CRV. Prominent CRV-Viewers sagen, CRV ist nicht so toll. CRV unterdrückt die mentalen Fähigkeiten. Alle CRV-Methoden sind gleich. CRV ist perfekt. CRV ist ein Fehlschlag. CRV wurde von Ingo Swann allein entwickelt. CRV wurde vom Militär entwickelt, das eigentlich stimmt. Oder auch CRV ist zu militärisch. Das stimmt nicht. So, das sind einige die Sachen, die wir besprechen werden. Und alle zum Teil sind falsch. Also, so fangen wir mit Hintergrund an. So, das erste Remote Viewing Experiment wurde am 8. Dezember 1971, let's see, how do I say that? Gemacht, okay. Es war ein Hauptquartier der American Society of Psychical Research. Ingo Swann war derjenige, der es zusammengefasst hat. Er hat es so erledigt und hat auch die Idee dafür entwickelt. So, er hat Hilfe von Janet Mitchell, und man hört weniger von ihr, aber sie war sehr wichtig hier am Anfang des Remote Viewings. Hier ist das ASPR-Gebäude.
wo dieses Experiment stattfindet. Und da sind Ingo und Janet zusammen bei irgendeiner Flughafen. Ich weiß nicht genau, wo das war. Ich kann auch nicht fragen, da sie beide sind schon tot, leider. Also, der oder das Experiment. Hello. So, I had to unmute myself. Das Experiment. Das Experiment, okay. Ich werde versuchen, das zu erinnern. Also gut, das erste, das am wichtigsten Remote-Viewing-Experiment war im Juni, Dezember, nein, es war Juni 1972. Es war in der Varian Physics Building, Stanford Universität. Und so wie das zusammengekommen ist, ich versuche auf Deutsch das zu erklären. So, Hal, Herr Puthoff, der wollte so eigene grundlegende physische Sachen untersuchen. Und das, was er tun wollte, hat etwas zu tun mit, oh Mensch, ich habe vergessen, nicht Scalar Waves, irgendetwas, Tachyons, also die sind kleine Partikel, sagt man, Partikel, die sozusagen rückwärts in der Zeit fahren könnte. Die sind nur hypothetical. Und er wollte irgendwie beweisen, dass sie doch existiert. Es ist so vorgekommen, dass jemand hat Ingo Swan vorgeschlagen, dass Ingo hat ihm einen Brief geschickt und sagte, warum wollten Sie zurzeit also diese komplizierte Equipment also benutzen, when you can have someone like me, a psychic, who can tell you what's going on, right? And I've never tried to tell this story before in German. Sorry about that. Anyway, he said, why don't you get someone like me to that I can tell you what the experience is. And Hal said, Hal was worried about it because he didn't trust psychics. And he talked to his friends and they said, you really should pick an experiment that it's impossible to cheat on. And so he came up with one in the basement of this building here, the Varian Physics building, was a very sophisticated device. It was a quark detector. It was designed to discover various kinds of subatomic particles. And for that reason, it was extremely well shielded. And so Hal thought there's no way a psychic could fake doing, getting data from a target like this. So he took Ingo down in the basement, and Ingo proceeded to not only describe what the inner workings, the inside of this machine were like, which was remote viewing, but he was also able to affect the data readout from this thing. And so you can see it had a readout that went like this. And then when Ingo tried to see what was inside, his mind affected some aspect of this machine. And it happened several times. They even did a test run where he didn't try to do anything, and then again tried to see the inside. You can see what happened here. It's too bad there's all these scribbles on here. People were fooling with this, but anyway, the outcome was that Hal published or sent out a little paper, informal article, and it ended up on the weird desk at the CIA. That's where all these strange things that the CIA investigated were where they had those. And a few weeks later,
Hal said he was in his office and he got a knock on his door, and he opened the door and there's two men in black suits with black dark glasses on. And they said, "We're from the CIA. Did you write this paper?" And he said, I don't know. I didn't know whether I should slam the door or say yes. But he said yes. And that's where the whole remote viewing program came from, that point. That was the crucial moment. Okay, versuchen wir nochmals Deutsch. So hier sind einige die Remote Viewers, die mit dieses Programm etwas zu tun hatten. Einige sind ziemlich berühmt, zum Beispiel Pat Price, zum Teil Hella Hamid, Keith Harari, zum Teil Dwayne Elgin hat weniger, also wenige haben von ihm gehört. Gary Langford noch einer, der war ziemlich gut, aber der wollte nicht da im Offensichtlichkeit, sagt man, er wird nicht in Public erscheinen. So wir wissen nicht vieles von ihm. Die haben alle nicht, keiner von denen haben CRV gemacht. Obwohl Hella eigentlich hat Stufe 1 und 2 Training von Ego bekommt. Okay, so Timeline, die wichtige Stufe in der Geschichte des CRVs. So 79, das ist umgekehrt, das sollte 78 to 79. INSCOM, they were the Army organization that was responsible for the remote viewing program. Und die äußerte den Wunsch nach einer Trainingsmethode. So hier ist, wie Hal es beschreibt. Er sagt, er erhielt eine Anfrage von General Ed Thompson, Army Chief of Staff for Intelligence, dass SRI eine Art Trainingsprogramm entwickeln solle, das allgemein auf Nachrichtendienstoffiziere angewendet werden könne, die mit dem Konzept, das heißt Remote Viewing, noch nicht vertraut seien. Und das ist ein Bild von Thompson. 1980 bis 81, das ist von Hal Puthoff und Ingo Swan, haben zusammen die erste Stufe CRV entwickelt. März 1981, das ist, wann sie angefangen haben, andere in Stufe 1 zu trainieren. Das sind einige Dateienordner. Das ist von, ich weiß nicht, wir mussten das nachschlagen, aber man sieht, es ist ziemlich, see if we can make it bigger. Oh, yes, here. So zum Beispiel Puthoff selbst hat das Training versucht. Jacques, vielleicht weißt ihr alle, wer Jacques Vallée ist. Und der war eigentlich dabei. Das war Tom McNair. Man kann sehen, das war ein wenig später, aber 82 ist das geschehen. Und dann in 94, ich weiß nicht, wie das ist, weil es nicht so groß genug ist, aber ich glaube, das wäre entweder Jim Schnabel oder Bob Durant. Und ich werde von denen etwas später erwähnen. Okay, gut. Ja, Bob Durant, da ist er gerade da. Das ist noch ein anderer Ordner, die von einem anderen Target. Zwei andere waren Marsha Adams hier und Julia Turchuk, sie ist nicht berühmt, so wahrscheinlich habt keiner von euch von ihr gehört. And then Tom McNair und Rob Coward. So, das ist 1982. Dann werden wir zwei Militäroffiziere sehen, als in Training kommen.
Okay. Leider Coward der hat Krebs bekommen und der müssen vom Militär ausgehen. Und so nur Tom hat es endlich gefertigt. So, 84 habe ich, da bin ich da. Ich hatte Haare damals. Bill Ray, Ed Dames, Tom hier, Tom McNair, Charlene Schufeld und natürlich Ingo hier. Wir haben so durch das ganze 1984, wir sind nach New York und California hingegangen, um Training zu bekommen. 84 hat Tom sein Training Schluss gemacht. Man kann sehen, eine seiner letzten Remote Viewing Sessions, das war sehr beeindruckend. Und Dezember 84 sind wir bis durch Stufe 3 fertig. Ich hätte eine Kopie davon hier aufzuzeigen, aber wir haben das Handbuch veröffentlicht bei DIA. Es war nicht, it wasn't released to the public, only to DIA. Und dann Jim Schnabel und Bob Durant, die haben, okay, I'm going to try and tell you this story off English too. So, Jim Schnabel was a journalist, and he was researching a book on remote viewing, and he thought that there was probably nothing to it. He was going to try and make fun of it. But he felt like, to be honest, he had to take training in it. Bob Durant was just an interested person, and they both approached Ed Dames, if you know who Ed Dames is, approached Ed Dames, and they were going to go with him, but they asked Ingo if he would be willing to do it instead, because of course Ingo was the originator of it. And Ingo said, well, why should I let Ed Dames get the money instead of getting it myself? And so he agreed to do the training, and both Bob and Jim did amazingly well. I don't have images of their work, but I've seen them in person, just amazing. So anyway, Ingo trained them stage 1 through stage 6 in 12 days. And I asked Ingo how he managed to do that, and he said he had to leave quite a bit of things out in order to do that, but he gave them the essentials. Okay. So you are going to get more than just the essentials. You're going to get the things that Ingo left out when he trained Jim and Bob. Okay. 1995 Swan beantragt Namensänderung in Control Remote Viewing. Der sagte, Coordinate Remote Viewing war nicht eigentlich richtig. Der meinte, dass Controlled Remote Viewing, kontrollierte Remote Viewing war ein besserer Begriff, das zu beschreiben. Okay. Und dann eigentlich war das so in 1998 Palin Gaynor veröffentlicht das DIA Manual. Es war, let's see how do I say this? So the manual was technically in the public domain, and so no one could stop her from doing that. And so she had gotten a copy of it, I think, from Ed Dames, and so she made it public. So 2004 bis 2010 plus, ich glaube eigentlich bis ungefähr 2012,
Tom B., der wollte nicht, dass der letzte Name bekannt wäre. Ingo hat ihn CRV unterrichtet während dieser Zeit. Und es war ein Austausch. Tom, der hat als Webmaster funktioniert für Ingo. Und so Ingo hat ihm versprochen, dass er ihm CRV unterrichten würde. Und so, das ist, wie es vor sich gegangen hat. Don't you just love my German? Okay. All right. So, Missverständnisse und Irrtümer über CRV. Zuerst, CRV ist das einzig wahre RV. Es wird noch ein Punkt später besprochen, und das ist, dass es nicht nur eine Art von CRV gibt. Und viele Leute, die diese andere CRV-Methoden gelernt haben, die wurde erklärt, dass es gibt nichts anderes außer CRV, oder dass CRV ist die einzige legitimate, now I got to get this, legitime. Legitime. Oh, yeah, I wasn't even close. Legitime Form der RV. CRV ist die genaueste Form der RV. Alle großen verwendeten CRV, zum Beispiel Pat Price oder Joe McMoneagle, CRV ist die professionellste Form der RV. Alle diese sind falsch. Zuerst, wenn man fragt Joe McMoneagle, also magst du CRV? Der wird sehr bösartig. Das reicht ihm auf. Der hat nichts mit CRV zu tun, und wenn man glaubt, dass er hat, dann ist er sehr zornig. Natürlich ist es vieles anderes als CRV. Wir haben doch ERV, wir haben, was ich GRV genannt habe. Das heißt, das ist das erste, wie die erste Remote-Viewers es angewendet haben. Es hat keine Methode, es war einfach so natürlich durchgeführt. Und so on. Was ist zunächst? Okay. Eigentlich soll ich fragen, habt ihr irgendeine Frage bis jetzt? Yeah, so I asked to collect questions and ask them in the end when we have the Q&A. Yeah, that's normally the right thing to do. It just, I don't want anybody confused up to this point. So Yeah, but if we have time, there's one thing. Okay, let me switch to German. Es wäre vielleicht gut zu erörtern, warum es ein Problem war, dass PJ das CRV-Manual veröffentlicht hat. Okay, und das ist eine Frage für mich, oder? Ja. Ja. Das Problem war, dann könnte fast jeder CRV lesen, wie CRV gemacht werden soll, aber es war viele Zweideutigkeiten drin. Und dann könnte man entweder total verwirrt werden, oder könnte man dann change things, take the manual and change things the way they wanted it to be. Right? So there were those two problems. Ja, also das Manual war nie als Handbuch gedacht, Yeah. aus dem man es hätte lernen können. Yeah, we hadn't intended it as a guide to training. It was meant to be a Zusammenfassung von alles, was Ingo uns unterrichtet hat. Und so, wenn man probiert, etwas CRV zu lernen, mit diesem Buch,
ist es sehr schwierig. Und man könnte viele falsche Meinungen davon herausnehmen, wenn man versteht nicht das Kontext. Nein, Kontext. What's context? Well, Kontext. Ja. yeah, okay, context for the book itself. So, yeah. Und genau das ist ja leider auch passiert. Ja, das ist eigentlich genauso geschehen. So, all right. Zunächst. CRV kam vollständig aus Ingo Swans eigenem Kopf. Man fragt sich, warum das soll schlecht sein, weil das sollte ein Complaint, eine Reklame sein. Am Anfang. I mean, der hat Remote Viewing so zuerst entwickelt. Und so, was ist dann los mit, warum könnte er nicht etwas nur aus seinem eigenen Kopf so hervorbringen? But you know, people want to somehow say that makes it bad. Eigentlich ist es eigentlich nicht wahr. Selbst nicht wahr. Es war nicht etwas, was er so aus nichts erfunden hat. So, I'll explain that here. So let's thing go. And here's how. Und das ist etwas, was Hal mir gesagt hat. Ich habe es auch auf Tonband, und eigentlich war es auch Tonband. Aufgrund der Anfrage von General Thompson im Rahmen des Vertrages begannen wir bei SRI den RW-Prozess anhand einer umfangreichen Datenbank mit bereits vorliegenden RV-Ergebnissen eingehend zu untersuchen, um festzustellen, ob wir Prinzipien ableiten können, die für Anfänger nützlich sein könnten, um sozusagen ein Starter-Kit zu entwickeln. Okay? So, gerade jetzt hat Hal gesagt, es war nicht nur Ingo, das nicht nur von Ingo selbst, was alles rausgekommen ist. Er sagte weiter, zu weiter, Ingos Beitrag als einer unserer Hauptberater war zweifellos ein wichtiger Input. Aber auch die Beiträge anderer Remote-Viewer, Datenausstudierung zur subliminalen Wahrnehmung, Ratschläge von Beratern zur Neurophysiologie der Funktionsweise der rechten und linken Gehirnhälfte sowie detaillierte Referenzarbeiten und Analysen von SRI-Mitarbeitern waren Teil des Gesamtpakets, das zur Entwicklung des CRV-Verfahrens durch SRI geführt hat. So es ist ganz offensichtlich, dass SRI ein Team-Effort war. Es war nicht nur Ingo. Wenn es nur eine Person ist, dann könnte es so Fehler da reinkommen. Aber wenn es so ein Team ist, es ganz heftiger, ganz richtiger, es wird ganz richtiger zusammengefasst werden. Half the time I don't know if I'm saying that right or not. So It's understandable. okay, yes, that's what counts. That's what Jana always says. You may not say it right, but usually people understand what you're talking about. All right. Zunächst, CRV wurde vom Militär entwickelt oder auch CRV ist zu militärisch. Okay. So this, I'll have to do this in English. First of all, people think this is an attack on CRV to say that it was developed by the military. Well, why? I mean, if it works, who cares, right? But the other side of this is that it actually wasn't the military that developed it. It was a civilian scientific laboratory that developed it. They just did it because the military wanted them to create it. Okay. So it was really the civilian sector that created CRV. But second of all, there are some advantages to a military approach in that it's going to be more rigorous.
It's going to be more solid. It's usually going to be more efficient, and it's not going to have a lot of woo-woo kind of stuff in it. And so there are advantages that it was brought together in a military environment. Okay, habt ihr all das verstanden? Sort of. Well, you can go back and listen to the recording again. or maybe Jana will clear things up later. Or in the question and answer, if there's something you didn't understand in the Q&A, we'll see if we can tease it out. All right. Also, zunächst, CRV ist viel zu strikt und kompliziert. Und es gibt, so was ich dazu sagen will, so zum Beispiel hier ist ein CRV-Session. Okay. Es gibt vieles, das da geschieht hier in dieser Session. Und wenn man nicht genau versteht, wie es alles zusammenkommt, dann wird es etwas kompliziert eigentlich. Aber es ist nicht mehr kompliziert als nötig. Man kann sehen, wie es vor sich geht, wie es scheint. Und hier ist das Summary. Das Target ist ein großes, konfiguriertes Gebäude mit einem nicht stromlinienförmigen Profil. Es ist sehr hoch, aber viel breiter und länger als hoch. Es scheint sich in einer städtischen Umgebung mit Straßen in der Nähe zu befinden. Innen ist es voluminös, aber mit vielen kleineren Trennwänden und Abteilen, also Kabinen. Es wird von vielen Menschen besucht, insbesondere von Gruppen und Menschenmengen. Zumindest einige von ihnen scheinen zu beobachten, zu untersuchen, zu bewundern, zu begutachten, was sie als angenehm, faszinierend und interessant empfinden. Weiterer Eindruck von Bereichen, die unterteilt sind, um kollektive Gruppierungen von Gegenständen zu erfassen, wahrzunehmen und auszustellen, deutet auf eher Signal eines Museums, Arboretums oder einer ähnlichen Einrichtung hin. Eigentlich ist es doch ein Museum und eigentlich ein Arboretum. Es war das Pacific Science Center and Museum. Es war ein wissenschaftliches Museum. Und es ist besonders ausgestaltet, damit die Kinder, die Schüler reinkommen könnten und vieles lernen dabei. Man kann sehen, dass also die Skizze, eigentlich war das eine meiner Sessions, die Skizze ist nicht genau, es ist nicht buchstäblich genau, wie es aussieht, wie es eigentlich ist, gestaltet ist, aber es gibt sehr strenge Ähnlichkeiten hier dazwischen. Okay? Und das, was wir hier und übrigens in der übrigen Teil des Sessions, es gibt viele eigentlich Tatsachen und alles, die richtig waren. Okay? Und natürlich sieht die Session kompliziert aus, aber das ist eigentlich, das lohnt sich. Dass es kompliziert ist, hilft viel in Datensammeln. Okay? So, was sagen wir zu dieser Behauptung, dass CRV ist viel zu strikt und kompliziert? Erst, es funktioniert. Wenn es zu strikt und kompliziert wäre, dann wahrscheinlich würde es nicht funktionieren. Okay? So, es funktioniert. Es basiert auf konkreten Forschungen darüber, wie Hal es gesagt hat, oder? Wie die menschliche Wahrnehmung funktioniert. Es beruht auf buchstäblich Tausenden, literally, buchstäblich Tausenden von experimentellen Sessions und Ergebnissen.
es gibt der linken Gehirnhälfte etwas zu tun, was sie gut kann. So, ich weiß nicht, wie weit ihr seid in ihrer Unterrichtung bei Jana, aber wahrscheinlich habt ihr von AOL gelernt. AOL ist, wo die linke Gehirnhälfte etwas raufbringt, das falsch ist, okay? Und wenn, aber, okay, auf English. So it will bring something up that's false. It's a left brain analysis. When you have a complex structure and you have to know where everything goes in it, that is something the left brain is good at and likes to do. So if you keep the left brain busy doing that, it will have less opportunity to guess and come up with these AOLs. Okay. Es bietet einen Mechanismus zum Sortieren von Signal versus mentalem Rauschen. So, and hier sagt er, existiert in keiner anderen medialen Arbeitsweise. Und das stimmt. So, das mentale Rauschen das mentale Rauschen hat Ingo entdeckt, bevor er CRV zusammen macht. Okay. Zusammenbastelt, kann man sagen. Okay. But it's but it was in the CRV structure and method that AOL and mental noise was really integrated or understood how to be or in a methodical way managed. Okay. That actually that belongs to the next point, so don't worry about that right now. CRV ist nicht komplizierter, als es sein muss, seinen beabsichtigten Zweck zu erfüllen. So, ich werde das wiederholen. CRV ist nicht komplizierter, als es sein muss, seinen beabsichtigten Zweck zu erfüllen. Und dann da oben, wo es sagte, obwohl einige Ableitungen von CRV unnötigerweise so gestaltet werden. Okay. So auf English, CRV isn't any more complicated than it needs to be to accomplish its purpose, but some of the CRV derivations, some of these split-offs from CRV have made it more complicated than it needs to be. Okay. Ich habe das beides auf Deutsch und Englisch ich habe versucht, das beide auf Deutsch und Englisch auszudrücken, so hoffentlich werden alle verstehen, was ich damit meine. Okay. So, warum denken manche, CRV sei zu kompliziert? Zuerst, sie verstehen nicht, was sie ansehen. Die schauen es an, die haben keine Ahnung, was das alles bedeutet. Deshalb entschließen sie, dass es zu kompliziert ist. Sie haben nur komplizierte Ableitungen des ursprünglichen CRV kennengelernt. Okay. Das kommt oft vor, dass man so nur eine der anderen Ableitungen von CRV gelernt hat und meint von dem, dass es zu kompliziert ist. Okay. Und die sind mehr kompliziert, als sie sein muss. CRV erscheint ihnen zu organisiert, während sie einen freien Strom von Bewusstsein oder freien Fluss erwartet hatten. Viele haben so eine falsche Meinung, they have a false notion of how being psychic is supposed to be, what it's supposed to be like to be psychic. There's a lot of different ways it can be. They have a narrow idea of what it's supposed to be like. And so when they run into a method or a structure, it doesn't make sense to them. Sie erwarten, dass ESP also
außersinnliche Wahrnehmung, right? Did I say that right? Außersinnliche Wahrnehmung. Ja. Ganz natürlich kommen sollte. Das ist einfach etwas, was man nur einfach tut. Und manchmal kommt es so vor. Aber gewöhnlicherweise, die meisten Menschen, die erleben es nicht so. Es kommt nicht ganz natürlich. Sie müssen lernen, wie es eigentlich vor sich geht. Oder sie sind enttäuscht, dass die Ergebnisse nicht auf demselben Tablett serviert werden. Und das ist zum Teil related to the previous 2 points. Sie suchen vor allem Unterhaltung. Sie suchen vor allem Unterhaltung, während CRV echte Arbeit erfordert. They want to be entertained and they don't want to have to do any work. Okay. All right. Here's another problem. Noch ein Problem. Manche Leute denken, dass alle CRV-Methoden sind gleich. Okay. So zum Beispiel, wir unterrichten CRV, Lynn Buchanan unterrichtet CRV, Dave Morehouse unterrichtet CRV, und Leute glauben dann dabei, dass CRV bedeutet das Gleiche zu alle von uns. Und das ist nicht wahr. Okay. So, the original CRV Ableger, I don't know what that means. I just realized. Offshoots. Offshoots. Okay, good. CRV Ableger. So, das Original, Swan put off CRV. Und so, ich, Tom McNair, Bill Ray und Ed Dames haben es von Ingo gelernt. Ed Dames, der wollte sein eigenes Methode haben und er hat dann Technical Remote Viewing entwickelt und dann später hat er noch andere Methoden entwickelt davon. Okay? Ich, Tom und Bill, wir haben immer noch weitergetrieben das Original. Lynn Buchanan, der hat auch CRV so, wir haben eigentlich Lynn Buchanan CRV unterrichtet. Und dann, als er Zivilist war, das pensioniert von der Armee, der hat seine eigene Version, sagt man, von CRV entwickelt. Morehouse hat seine eigene Version von CRV. Courtney Brown, der hat, so he took Ed Dames's version of CRV called TRV and created his own scientific remote viewing, SRV. Mit Brown, der hat, so der hat, okay, this is going to have to be English too. He was a practitioner of transcendental meditation for 20 years. And so he took some of what he understood from transcendental meditation and combined it with TRV, with Ed Dames's TRV, and he came up with something he called scientific remote viewing. Okay. And then a student of his, Prudence Calabrese, she calls herself Bertie Jaworski today. Prudence Calabrese created her own version of Courtney Brown's own version of Ed Dames's own version of the original CRV. And she called it transdimensional systems. We're not, we won't go through this. Aber zeigt, wie alles auseinandergekommen ist in der Zwischenzeit von 1995 bis heute. Und das
das zeigt nicht alle, die davon kommen. Das sind nur diejenigen, die am meisten bekannt werden. Okay. Okay. So, zunächst, CRV wurde nie wissenschaftlich validiert. Auch falsch. In der Stargate-Archiven, sagt man, Archiven, ist ein Paper, ein Artikel, das so geschrieben war, da sieht man, dass es offiziell war, das erklärt, wie es eigentlich doch wissenschaftlich validiert wurde. Okay? Und hier, das sind die Datapunkte von dieser Artikel. And I think, Jan, I'm going to let you explain this. Okay, also man sieht auf dem linken Blatt zwei Versuchsreihen, die gemacht wurden. Ein und derselbe Viewer war das und der hat da in der oberen Reihe 100 Sessions unstrukturiert, also Generic Remote Viewing, so wie sie damals halt gearbeitet haben, gemacht. Und jede Session wurde anschließend bewertet auf einer Skala von 0 bis 3. 0 war daneben, ne? Es gibt keine Korrespondenz zu dem eigentlichen Target und 3 war also exzellent und dazwischen 2 Stufen. Und man kann hier sehen, 22% dieser Sessions werden als gut bezeichnet, also die 2 oder 3 Punkte bekommen haben. Und dann hat derselbe Viewer nochmal 100 Sessions gemacht mit CRV. Und die wurden wieder genauso bewertet. Und man sieht hier, dass die Gesamtakkuratheit gestiegen ist auf 66%. Die besten Sessions und die schlechtesten Sessions waren nicht anders. Also ist nicht so, dass die besten Sessions in CRV besser sind als die besten Sessions ohne CRV. Aber es gab einfach mehr gute Daten in den Sessions. Das kann man hier sehr eindrücklich sehen. Okay, sehr gut gesagt. Danke. Also, zunächst, und wenn man nichts von Irve wusste, dann würde das nicht viel Sinn machen. Aber Irve, war dabei, als wir Irve formuliert in 1999. Und es sollte so ein Platz für alle Remote Viewers sein. Wir hatten jedes Jahr eine Konferenz und wir haben alle Remote Viewers eingeladen dazu. Die dürften da kommen. Aber über die Zeit hat das Rumor, I know the word for rumor. Gerüchte. Yes, das ist rumgegangen, dass Irve hat nichts mit RV zu tun, nur CRV. Und eigentlich derjenige, der das formuliert, dass diese Gerüchte formuliert hat, das war Joe McMoneagle. Der hat kein Lieb für Irve, für irgendwelche Gründe. Ich werde die nicht gerade jetzt erklären. Aber ich wollte das zeigen, und viele andere haben es geglaubt, dass Irve nicht CRV toleriert wurde. Whatever. So, ich wollte diesen Punkt machen, weil das total nicht wahr ist. So, zum Beispiel, hier sind diejenigen, die Gründungsmitglieder Irve. Okay? Das bin ich da hinten. Ich glaube, die Namen sind hier irgendwo angegeben. Nein, also das ist Hal, RV, CRV, no CRV, that's Lynn, CRV, Skip Outwater, ERV, Angela Thompson Smith, ERV, CRV, no CRV,
RV but no CRV, RV but no CRV. So this ist Russell Targ, das ist Steven Schwartz. Die sind beide sehr gegen CRV. Okay. So wir haben eine Mischung zwischen diejenigen, die CRVers waren und andere, die nicht CRVers waren. Okay. Präsidenten der IRWA. Das sind diejenigen, die ungefähr, so ich und Stoller war der Einzige, die völlig CRVers war. Pam Coronado, sort of, John Cook. Eigentlich sollte das, John ist jetzt einer meiner Students, so er ist schon war CRV. So we should change that, Jana, for future reference. Yes. Die anderen, alle diese anderen, die nicht CRVers, okay? Die hatten nicht mit CRV zu tun. Und so man sieht, dass IRWA natürlich toleriert IRWA CRV und regular RV as well, alle RV-Methoden. Okay. So, prominente CRV-Viewers sagen, das CRV sei nicht so toll. Das ist auch ein Geruch von Joe McMonigal. Das ist Tom McNair. So, ich würde das sagen zuerst. Angeblich sagte McNair während des Trainings mit Ingo Swan, dass das CRV-Training seine angeborenen psychischen Fähigkeiten unterdrückt habe. Okay. Angeblich, sagte McNair, als man ihn Jahre später in einem Kino traf, dass das CRV-Training seine angeborenen psychischen Fähigkeiten unterdrückt habe. Derjenige, der den Tom McNair in Kino traf, war Joe McMonigal. Der sagte diese Sachen über Tom und viele da in der Remote-Viewing Community glauben es. Eigentlich, Tom had a very explicit answer. Er antwortet. And I have this on audio, but I didn't find it in time for this talk, okay? And it's in English, but I'll summarize also in English. Basically, Tom said he remembers meeting Joe at that movie theater, at the Kino, but he also doesn't have any recollection of talking about remote viewing at all during that conversation. And he never would have said that CRV interfered with his underlying psychic ability, because before he learned CRV, he didn't have any underlying psychic ability that he knew of. He'd never had any psychic experiences. And it was CRV that had led him to become so good at psychic perception. Okay. Und Tom ist ja heutzutage einer der größten Verfechter von dem CRV und von Ingo. Ja. Das würde er ja nicht machen, wenn er der Meinung wäre, dass das schlecht ist. Ja, das stimmt. Okay, Center Lane Project? Okay, good. So, ich wollte das einführen hier. Center Lane Project. Vielleicht habt einige von euch davon gehört. Jan ist Präsidentin davon. Ich bin ein Berater dazu. Es wurde, it was created to protect Ingo Swan's and Hal Puthoff's original version of CRV. Okay. Today, there's all these other forms of CRV that are threatening to eliminate the Ingo Swan method, because thousands of people have learned
how to do Buchanan version of CRV, Morehouse's version of CRV, Ed Dames's TRV, and all these other methods. And very few people have learned how to do the Ingo-Swann method, the original Ingo-Swann method. You are among those few. And so that's, I think, pretty darn cool. Und this organization exists to help preserve CRV. I don't know, Jana, maybe I should let you say a few things about it. Ja, also das war der Ursprung, dass wir gesagt haben, wir müssen das originale CRV erhalten. Wie Paul schon gesagt hat, nur wenige Leute kennen es überhaupt, aber jeder hat eine Meinung darüber. Und wir haben gedacht, dass das Beste, was man tun kann, ist, so viel wie möglich Informationen öffentlich verfügbar zu machen. Also die Hauptmission dieses Projektes ist es, alle Informationen zu sammeln und auch zur Verfügung zu stellen für die Leute, die sich dafür interessieren. Und als zweite Schiene kam dann hinzu, dass untrennbar damit verbunden ist, über die Geschichte von Remote Viewing Bescheid zu wissen. Und auch da ist es so, dass nur wenige Leute tatsächlich die korrekte Geschichte von Remote Viewing ausführlich kennen. Und auch dazu gibt es dann also hier auf der Webseite und über das Projekt alle verfügbaren Informationen. Wir arbeiten natürlich dran. Das ist ein Projekt, das wird uns viele Jahre beschäftigen. Aber es soll am Ende eine für die Öffentlichkeit verfügbare Datenbank werden, wo man sich informieren kann und auch ja, also validiert und beweisbar über das, was wirklich passiert ist in den Jahren der Entwicklung und was CRV wirklich ist. Ja, ich kann noch sagen, viele von den Informationen werden also frei verfügbar sein. Man kann in der Organisation Mitglied werden, aber Mitglied hauptsächlich, um die Arbeit zu unterstützen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, nur wer Mitglied ist, hat dann Zugriff auf alle Informationen. Das heißt, es gibt da nicht eine Paywall oder so. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die dann für Mitglieder exklusiv sind, aber generell ist ja die Mission, die Informationen zu verbreiten. Und wir haben das Glück, dass wir hier oben sieht man unser Advisory Board, die Leute, die uns unterstützen in der Arbeit. Und das sind also fast alle verfügbaren Originale im Remote Viewing, die Pioniere, diejenigen, die damals damit tatsächlich gestartet sind und die es am besten wissen müssen. Und wir versuchen halt aus diesen Köpfen, Tom, Paul, Bill, Skip und Hal natürlich, alles Mögliche zu extrahieren, solange wir das noch hinkriegen. Also gut. Auch so die Centerlink-Projekt hat aus die Archiven von Stargate und die waren bearbeitet bei John Stoller und der ist halt so ein Genius, ja, so sehr klug und der hat so ist es searchable, it's all there. Das ist eigentlich einer der besten. So there are a number of places where you can access the archives, including by the CIA itself. But John has made this the most user-friendly place to get access to the Stargate archives. So that's, I think, a really great benefit. Also, Prinzipien, 12 Prinzipien des Remote Viewings. Go ahead, Jan, explain this. Ja, das ist eins der Unterprojekte, die entstanden sind, als wir darüber nachgedacht haben, was wir an Aufklärungsarbeit noch leisten müssen. Und einer der Punkte, in die wir so reingerannt sind, war, und das hat jetzt gar nicht unbedingt viel mit CRV zu tun, sondern mit Remote Viewing und Remote Viewing Geschichte im Allgemeinen, dass es unglaublich viele Missverständnisse auch über Remote Viewing gibt, über die Frage, was ist es eigentlich oder was ist es nicht? Weil der Begriff wird sehr inflationär verwendet. Da möchte ich jetzt nicht predigen, aber viele Leute kennen den Begriff und stellen sich dann irgendwas drunter vor. Und wir haben dann auch mit Hilfe unserer Berater, ne, mit Hilfe der Originale,
ein Dokument entwickelt, in dem wir überhaupt erstmal klarstellen, was ist Remote Viewing, ne, und was ist es nicht. Und das ist im Moment in Übersetzung in alle möglichen Sprachen, um damit auch möglichst viele Leute weltweit zu erreichen. Genau, das nächste, was du gezeigt hattest, war das Buch, ähm, hauptsächlich von Tom und Paul zusammengestellt. Ich habe geholfen, das druckbar zu machen, wo viele Quellen schon gesammelt sind zum CRV. Das ist auch kein Lernhandbuch in dem Sinne, aber es bietet sehr viel Hintergrundwissen zu bestimmten Aspekten der Methode. Und dann haben wir noch ein Buch, das hat Paul geschrieben. Der englische Originaltitel ist The Essential Guide to Remote Viewing. Und das Buch ist eigentlich geschrieben für den Erstkontakt. Oder zum Beispiel für uns, wenn wir versuchen, Oma, Tante, Schwiegermutter zu erklären, was wir da eigentlich machen. Das Buch erklärt in verständlicher Sprache und einfach und schnell, worum es sich bei Remote Viewing handelt. Okay. Okay, den Witz lasse ich dir, Paul. Das ist deine. Wie? Den Witz lasse ich dir. Also ihr müsst dazu wissen, Paul beendet fast jeden seiner Vorträge immer mit einem Joke. Ah ja, es muss immer einen Joke geben. Okay, gut. All right. Es tut mir leid, dass mein Deutsch nicht besser ist. It gets worse in between classes when I'm not practicing. So anyway, so Q&A. Let's see here.